Hi, ich bin in Mannheim und wir fahren jetzt mit der längsten Straßenbahnlinie Deutschlands. Die 5 ist es. Was besonders an dieser Linie ist, dass sie einen großen Kreis fährt. Nämlich jetzt hier wir nehmen die Richtung im Uhrzeigersinn und fahren jetzt erstmal Richtung Weinheim und dann Heidelberg und dann zurück hier nach Mannheim. Kann man ganz gut sehen, dass es mal eine alte Eisenbahnstrecke war, wo jetzt die Straßenbahn lang fährt und das auch der Grund ist, warum die Bahn so fährt. Bensheimer Straße. Wir sind jetzt gerade in Hessen, denn diese Straßenbahnlinie, die geht auch durch Hessen. Ich glaube, es gibt so einen Werbespruch von Hessen, das heißt, an Hessen geht kein Weg vorbei. Für die längste Straßenbahnlinie gilt das auf jeden Fall. Also die Eisenbahnstrecke, auf der wir jetzt hier gerade unterwegs sind, das ist die der ehemaligen Oberrheinischen Eisenbahngesellschaft, die dann in Mannheim gefahren sind, aber die sind dann aufgegangen, ist diese Bahn in hier die RNV Verkehrs GmbH, die jetzt hier dann alle Straßenbahnen betreibt. Unter dieser Voraussetzung, finde ich, kann man sagen, dass das eine Straßenbahn ist, aber auch hier können wir natürlich darüber diskutieren, was macht eine Straßenbahn zur Straßenbahn? Ist das eine oder ist das keine? Ich sage, es ist eine. Auch wenn sie jetzt zum Beispiel auf der Strecke, auf der wir uns gerade befinden, sogar nach EBO fährt. Aber nicht nach Bostrop. Die Grenzen sind manchmal fließend. Ne? Mannheim Hauptbahnhof. Ich sag mal, ein Drittel ist geschafft, weil jetzt geht's runter in Richtung Heidelberg. Jetzt sind wir schon 40 Minuten unterwegs. Damit haben die Autos gar nicht gerechnet, dass da jetzt eine Straßenbahn entgegenkommt. Dabei sollte das hier aber eigentlich normal sein, oder?
Prinzip in der Altstadt angekommen, gerade über den Neckar drüber. Das ist jetzt die, ich würde mal sagen, dass wir jetzt so ungefähr 2/3 geschafft haben der Strecke. Und jetzt geht es wieder schnurstracks in Richtung Mannheim. Jetzt steht auch Mannheim dran. Übrigens dieses Klingelingelingelingelingeling. Ich muss es jetzt noch eine halbe Stunde oder so hören, aber danach, ich weiß nicht, wie die Leute, die hier Straßenbahn fahren, das aushalten können, weil da langsam bekomme ich einen Klingelingelingelingeling-Koller. Heidelberg, Hauptbahnhof. Central Railway Station. Gneisenau Straße Süd. Heidelberg durch, jetzt fahren wir raus aus der Stadt. Über eine Sache können wir gerade ziemlich froh sein, und zwar nämlich, dass der Schnee bis jetzt ausgeblieben ist. Also das ist natürlich eine gute Sache. Ja? Also es war angesagt, dass es hier heute richtig heftig schneien soll, und das bis jetzt gar nicht passiert. Das heißt, es funktioniert alles so wie geplant und gedacht. Aber ich hatte richtig Angst heute Morgen, dass es zu Verkehrschaos kommen könnte. Aber sieht ganz gut aus bis jetzt. Toi, toi, toi. Hier diese Linie 5, aber wahrscheinlich sogar auch die Linie 4, die nachher hinten raus nach Bad Dölkheim fährt. Aber beide eigentlich erinnern mich ein bisschen an die sogenannte Badener Bahn in Wien. Also wenn ihr euch da auskennt, das ist auch eine Straßenbahn, die dann ganz weit raus ins Umland fährt und auch ähnlich voll ist und beliebt ist wie die Bahn hier. So ein bisschen hat es auch was von der Karlsruher, nur eben Karlsruher ist keine Schmalspurbahn, die hier schon. Aber das Konzept ungefähr so das wie in Wien. Home Center. Zwei Stunden 20, die ich nur Straßenbahn gefahren bin. Losgefahren bin ich dann hier um kurz vor 2 und jetzt ist es ungefähr 20 nach 4, dass ich angekommen bin. Einmal die gesamte Runde Mannheim, Weinheim, Heidelberg, Mannheim. Ja, das war anstrengend. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt es hier weitere Videos. Und wenn ihr denkt, boah, das wäre aber cool gewesen, wenn das eine Challenge gewesen wäre, ja, war es auch, aber für den Algorithmus, da muss man immer ein schönes Thumbnail dafür haben, da muss man immer eine schöne Überschrift dafür haben und die hat irgendwie nicht richtig gepasst, deswegen, wegen des Algorithmus sind das alles Einzelvideos geworden, aber wenn ihr es als Challenge sehen wollt, dann könnt ihr das machen, wenn ihr Kanalmitglieder werdet, dann könnt ihr mich erstens unterstützen und zweitens jetzt hier direkt das Video, den Director's Cut von diesen Videos hier anschauen. Da habe ich nämlich die längste S-Bahn-Linie und die kürzeste Straßenbahnlinie und noch was ganz Besonderes, ein kleines Extra mit eingebaut.
Da wünsche ich euch ganz viel Spaß mit. Hier klicken, sonst gerne auch abonnieren, Like dalassen und sonst sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.